Alice, ich hatte nicht erwartet, dass Sie heute hier sind. Ja, ich glaube, dass es so besser ist. Aber ich wollte doch, dass Sie sich ausreichend Zeit nehmen, um bei Hesse zu sein. Ja, Dr. Weber, aber ich denke nicht, dass ich so bald wieder zum Sanatorium rausfahre. Wieso? Was war gestern los? Hesse hat sich weder an mich noch an irgendwas anderes erinnert, als die Mama gesagt hat. Sie hat sich selbst gemeint und Puppenmutter gespielt. Mit der alten Puppe, von der sie sich nicht trennen will. Oh Gott. Ja, sie saß nur da, schaukelte immerzu hin und her und sagte, Mama, Mama, so wie man ein Kind beruhigt. Es könnte sein, dass sie denkt, es ist Stephen Lars, weil sie überhaupt noch denken kann. Es tut mir so leid. Gestern schien alles noch so hoffnungsvoll zu sein. Danke, Dr. Weber. Ich weiß, Sie versuchen zu helfen. Aber Sie waren nicht da. Es ist schrecklich gewesen zu sehen, dass sich nichts ändert. Oh, du meine Güte, entschuldigen Sie. Ich rede über meine Probleme und dabei haben Sie heute selber genügend. Nein, nein, die sind im Augenblick völlig unwichtig. Heute ist doch der Tag, an dem Sie die Scheidung beantragen wollen. Ja, heute ist der wichtige Tag. Es sieht so aus, als ob wir beide heute sehr allein sind. Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Ma'am? Ich fühle mich so nicht ganz da, als ob ich irgendwo stehe und mich beobachte. Ich sehe dieses Haus, das so viel für mich bedeutet hat, aber vor allem bedeutet es meine Ehe mit Rick und alles, was wir mal teilten. Wenn es so schwer für Sie ist, sollten Sie hier nicht weiter wohnen. Ja, das ist es. Aber Alice, ich habe nachgedacht und inzwischen begriffen, dass es überall schwer für mich wird. Ganz gleich, wo auch immer ich wohnen werde. Wenn ich ohne ihn leben muss. Hallo, Rick. Guten Morgen, Rose. Was hätten Sie gern? Wie wär's mit französischem Toast? Speck und Eier? Eierkuchen? Nein, danke, nur ein bisschen Toast und etwas Kräutertee, bitte. Ich bin nicht hungrig. Rick, Sie sollten wirklich mehr essen. Heute nicht. Mir ist nicht danach. Sind Sie heute deprimiert? Ja, das stimmt ziemlich. Was ist denn, Rick? Oder wollen Sie nicht darüber reden? Meine Frau wird heute die Scheidung einreichen. Und ich verstehe nicht, warum mich das so mitnimmt. Ich weiß, dass Sie und Leslie schon eine Weile getrennt leben, aber ist Scheidung wirklich die richtige Lösung? Es ist die einzige Lösung. Sie wissen sicher, was Sie tun. Ihre Frau ist so liebenswürdig. Ach, sie ist die Beste. Ich habe Sie ja erst richtig kennengelernt, als damals die Kinder nach dem Busunfall ins Krankenhaus mussten. Sie war wundervoll mit Ihnen. Viele Kinder hätten sicher eurer Ehe gut getan. Kinder, das wär's gewesen. Ich werde sie mal schnell anrufen. Hallo? Hier ist Rick. Ich dachte, wie geht's dir, Leslie? Ich bin etwas zittrig. Ich übrigens auch. Wär's dir recht, wenn ich vorbeikomme, bevor du zum Gericht gehst? Ich hätte dich nämlich gern gesehen. Kann ich vorbeikommen? Gut, ich hab nichts dagegen, weißt du. Vielleicht würde es helfen. Ich bin gleich bei dir. Ja, Dr. Weber. Hat Leslie Ihnen nicht gesagt, dass ich komme? Nein, Sir. Aber ich freue mich, Sie zu sehen. Danke. Ich hole Sie gleich. Sie ist oben. Nein, ist sie nicht. Sie ist hier. Ich habe nur meine Handtasche geholt. Hallo. Tag. Soll ich Ihnen einen Tee machen? Nein, danke, nicht nötig. Es macht mir keine Mühe, Sir. Ist schon gut, Alice. Danke. Bitte komm doch. Vielleicht war es falsch, herzukommen. Vielleicht sollte ich wieder Nein, gehen. nein, was redest du da? Schon gut. Es ist eine merkwürdig deprimierende Situation, nicht wahr? Vielleicht passiert es zum ersten Mal,
dass Ehemann und Ehefrau sich freundschaftlich treffen, bevor die Scheidung ausgesprochen wird. Sicher eine Scheidung ganz ohne Komplikationen für den Richter. Ja, ganz freundlich, einfach, leicht und fix. Howard sagt, es dauert 6 Wochen oder 3 Monate, bis die Scheidung rechtskräftig ist. Das geht wirklich schnell. Ja, Ich hätte nie gedacht, dass wir so einen Tag erleben würden. ich auch nicht. Aber wer konnte schon all die Komplikationen voraussehen? Ich würde dir jetzt so gern etwas sagen, was dir hilft. Soll ich mitkommen? Unsere Tochter begleitet mich nachher zum Gericht. Das ist lieb von ihr, aber ich meinte das mit der Hilfe nicht nur für heute. Fang nicht wieder an, von Geld zu sprechen. Ich dachte, ich hätte mich in diesem Punkt klar und deutlich ausgedrückt. Allerdings. Wie kann man nur darüber reden, Schmerz oder Liebe mit Geld zu vergüten? Oh Gott, wenn man für die Schmerzen, die man bereitet, bezahlen könnte, würde Monika mir ein Vermögen schulden. Schon dafür, dass sie dir verschwiegen hat, dass sie ein Baby erwartet. Von dir. Falls dieser Junge nicht als ein Webber anerkannt wird, ist das schmerzlicher für dich, als sie es sich jemals vorstellen kann. Er erhält meinen Namen, darum kämpfe ich. Ich hoffe es, Rick. Schließlich haben wir uns deshalb zur Scheidung entschlossen. Ich weiß. Und Monika, ich muss mich dauernd daran erinnern, dass Monika schon zu deinem Leben gehörte, als das Baby noch gar nicht auf der Welt war. Und das ist so schmerzlich für mich. Ich war niemals der Mittelpunkt für dich, aber zumindest habe ich den Stolz, dass ich mit meiner Scheidung ernst mache und sie bekommen werde, bevor Monika ihre durchsetzt. Ist es nicht irrsinnig, was wir uns so auferlegen? Nur um mit erhobenen Häuptern vor Leuten zu stehen, denen das völlig gleichgültig ist. So, bitte sehr. Kann ich Ihnen noch was bringen? Nein, danke, Alice. Na gut. Leslie hat mir von ihrem Besuch in Pine Circle erzählt. Es war sehr deprimierend für sie. Ja, Sir, das war es für Jeff auch. Sehr deprimierend. Vielleicht wird doch noch alles gut. Ja, das hoffe ich auch. Ich fürchte, ich war keine große Hilfe für Jeff. Ich war zu durcheinander. Das hat er doch sicher verstanden. Ja, aber ich habe da Dinge gesagt, die ich nicht hätte sagen sollen. Wir alle tun sowas. In schwierigen Augenblicken. Ja, aber es war ungerecht von mir. Ich konnte mich einfach nicht beherrschen. Verzeihen Sie bitte, ich rede dauernd über meine Probleme und das sollte ich nicht. Tut mir leid. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Heathers Schicksal berührt uns alle hier. Das weiß ich, Dr. Weber, und dafür danke ich Ihnen. Entschuldigen Sie bitte. Schon gut. Das, was mit uns hier geschieht, berührt sie mehr, als du denkst. Wir waren eine Familie und Alice gehörte dazu. Leslie, falls du es nicht aushältst, hier in diesem Haus zu bleiben, dann verstehe ich Also, völlig, Rick, wenn ich dachte, das hätten wir alles geklärt. Aber die Erinnerungen könnten sehr belastend für dich werden. Das ist nun mal so. Ich lerne schon damit zu leben. Wenn du das schaffst, bist du stärker als ich. Also belasten sie dich auch. Mehr als du vermuten würdest. Ja, wir hatten so viele, so wundervolle Träume in diesem Haus gehabt. Und nun ist alles, was uns geblieben ist, Stille. Es ist so traurig, wirklich. All diese Träume von fröhlichen Kinderstimmen kehren nie wieder zurück. Es tut mir so leid, dass ich dich in dieser Hinsicht enttäuscht habe. Es tut mir schrecklich leid. Leslie, bitte nicht. Soll ich den Tatsachen nicht ins Auge sehen? Man kann die Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Wir können zurückblicken und verstehen, was wir falsch gemacht haben. Der entscheidende Fehler war, dass du mich nicht hättest heiraten dürfen, bevor du dich nicht von Monika wirklich gelöst hattest. Ich hatte gehofft, dass wir heute nicht über Monika sprechen müssen. Ich weiß gar nicht, wie wir Monika aus dem Gespräch heraushalten können. Sie ist doch so sehr Teil von dem, was heute mit uns beiden passiert. Aber wenn ich aufrichtig bin, es sind noch ein paar andere Dinge falsch gelaufen. Ich hatte dir nicht die Wahrheit gesagt über David Hamilton und meine damalige Situation. Begann es damals mit Monika? War das der Grund, dass alles für uns auseinanderbrach? Ich weiß es nicht, Leslie. Ich glaube nicht, dass man den Tag bestimmen kann, an dem ein Traum ausgeträumt ist. Ich gehe. Schon gut, Alice, ich mach auf. Danke.
Hallo, Liebling, komm rein. Hallo, Mom. Guten Morgen, mein Kind. Guten Morgen, Laura. Hallo, Dad. Ich bin froh, dass du deine Mutter nicht allein gehen lässt. Du hilfst dir damit. Tja, dann Wiedersehen. 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 Mom, ist alles in Ordnung? Natürlich, wir hatten eben sogar eine sehr interessante Unterhaltung. Und uns überlegt, wann unsere Ehe eigentlich in die Brüche ging. Es ist nämlich so, ich weiß ziemlich genau, wann es zu Ende gegangen ist. Es war damals, als ich ihn wegen David Hamilton belogen habe. Das hast du meinetwegen getan. Hat Dad das etwa erwähnt? Nein, aber das ist der Grund. Ich musste ihm die Wahrheit sagen. Das sollte dir eine Lehre sein, Laura. Lüge Scotty niemals an, ganz gleich, was es auch sein mag. Denn ich habe gelernt, dass Liebe sehr zerbrechlich ist, dass man behutsam mit ihr umgehen muss. So, wir sitzen dort. Ja, gut. Ich dachte nur, mein Haus sei still. Ja. Ja, ein Gerichtssaal kann ziemlich kalt sein, aber es wird nicht lange dauern. Es ist eine reine Routinesache. Howard, das ist es aber nicht für mich. Leslie, da Rick die Scheidung nicht anficht, ist es eine reine Formalität. In ein paar Minuten ist es vorüber. Genau das ist es, was mir zu schaffen macht. Dass man eine Ehe, die mir doch so viel bedeutet hat, in wenigen Minuten auflösen kann. Und man bleibt zurück und fühlt sich leer. Entschuldige, ich hatte gesagt, dass ich draußen warten würde, bis ihr Gelegenheit hatte zu reden, aber... Schon gut. Howard hat mir das, was ich unbedingt wissen muss, schon erklärt. Er stellt die Fragen, das macht es für mich leicht. Naja, ich brauche nur zu antworten, ja oder nein. Leslie, manchmal hat der Richter auch noch ein oder zwei Fragen. Beantworte sie auf dieselbe Weise. Ja oder nein? Richtig. Der Papierkram ist bereits erledigt. Und das hier ist das, was man einen Versäumnisnachweis nennt. Der Richter hat bereits eine Kopie davon. Wir geben ihm dein Exemplar zum Nachweis der Scheidung und dann gibt er es uns zurück. Mein kleines Souvenir, bis alles vorbei ist. Mom, Ach, es geht alles sehr zivilisiert zu bei einer Scheidung. Ach, jetzt geschieht etwas, wovor ich dich warnen muss. Ich werde sagen müssen, dass Rick grausam gewesen ist. Laura, es ist nur eine juristische Formalität, um das Scheidungsbegehren zu begründen. Und das ist doch tatsächlich die irrsinnigste Begründung. Verstehst du? Es ist alles so abscheulich. sei ganz ruhig. Es wird schnell vorbeigehen. Nachdem der Antragsteller vereidigt wurde, bitte ich Sie zu beginnen. Danke, Euer Ehren. Also, Sie sind der Antragsteller, Dr. Weber? Ja, Sie streben die Scheidung an mit der Begründung von seelischer Grausamkeit? ja. Das steht auch in dem Antrag, der Ihnen bereits vorliegt, Euer Ehren. Zur Kenntnis genommen. Ihre Ehe hat sich in einer Art entwickelt, dass es keine Verständigung mehr gibt. Ja, Erheben Sie finanzielle Forderungen? nein, Sie können selbst für Ihren Unterhalt aufkommen? ja. Gibt es in der Ehe minderjährige Kinder? Nein, wir haben keine minderjährigen Kinder. Dann verlangen Sie von diesem Gericht nur die Auflösung Ihrer Ehe. Ja, Stattgegeben. Danke, Euer Ehren. Erledigt. Du kannst aufstehen. es ist schon vorbei. Wir müssen nur noch den Gerichtsbescheid abwarten.
Hast du gehört, das Ganze dauert ja nur 6 Wochen? Ist das nicht bemerkenswert, wie schnell man heutzutage bedient wird? Leslie? Ja? Das gehört dir. Mein Beweis, den brauche ich natürlich. Es war so schnell vorüber, dass ich womöglich vergesse, was passiert ist. Du meine Güte, eine verrückte Welt. Alles, was von meiner Ehe übrig geblieben ist ein Blatt Papier. Bobby. Hallo. Hi, Luke. Hello, Dr. Hi, Wilson. Dr. Weber. Oh, there's a message from you, for you from your husband, and he would like to know if you'll meet him in the cafeteria. Is he there now? Yes, he said that he would wait for you. Why don't you go on ahead, Mother? Well, aren't you going to come with me? Wait a second. Now, don't you think Dad is going to want to talk to you alone? I can handle it. You can, and you will. What would I have done without you today? You don't have to do without me. I wanted to do so much. It seemed all I could really do was to be there. No. Just promise me you'll always just be there. You know I will. But you go now. You're making me cry. Why should you be any different? Ich zahle schon. Danke. Ich freue mich, dass du kommst. Also dann beantworte ich deine Frage, bevor du sie stellen kannst. Ja, die Scheidung geht in Ordnung. Es war faszinierend, es war beinahe wie... Ich hatte das Gefühl, dass der Richter sowas jede Stunde einmal durchzieht. Eine Art Fließband für Ehen, die abgehakt werden. Leslie, wie geht's dir wirklich? Oh, es geht mir prächtig. Und deswegen zittern deine Hände so sehr. Du kriegst ja nicht mal das Ding da auf. Ich vermute, das ist nur eine verspätete Reaktion von Lampenfieber, weil ich, was Gerichtsauftritte betrifft, etwas eingerostet bin. Verstehst du das? Ich hatte dich noch gar nicht erwartet. Es muss wirklich sehr schnell gegangen sein. Ja, es passierte ziemlich schnell, nämlich ja, nein stattgegeben. So schlimm? Oder so gut, je nachdem, wie man es betrachtet. Leslie, eine Scheidung ist immer eine schlimme Sache, ja? Und das sagt er mir jetzt. Tu das nicht, bitte. Ich denke, das Schlimmste war für mich, zu erleben, wie leicht es ist, eine Ehe zu beenden. Ich muss mir Sorgen um dich machen. Nein. Ja. Nein, das ist ganz überflüssig. Es geht mir wundervoll. Habe ich doch schon gesagt, ich fange auch wieder an auszugehen. Ich verabrede mich vorerst nur mit Howard Lansing. Aber ich fange an, mich wieder ins Leben zu stürzen. Ich würde sogar lachen, wenn ich nasse Füße bekomme. Ich würde lachen. Leslie, nicht doch bitte. Du bist der letzte Mensch auf der Welt, dem ich jemals wehtun wollte. Aber genau das habe ich getan. Das ist das Schlimmste bei der Sache. Wir hatten beide nie vor, dem anderen weh zu tun. Niemals. Und doch ist es plötzlich passiert. Wie ist es möglich, dass man den Menschen verletzt, dem man nie wehtun wollte?